Und das ist der Grund, warum KI nicht immer die beste Sache ist. KI ist großartig für Effizienz, aber nicht für neue Kreationen. Wenn man sich nur auf die bestehenden Kreationen der KI verlässt, wie kann man dann göttliche Kreationen erleben? Dein Heiliger Geist will neue Kreationen auf die Erde bringen. Wie kannst du sie hervorbringen? Mit KI musst du dich mit dem Göttlichen verbinden. Ich möchte Genevieve Tager in der Show willkommen heißen. Wie geht's, Genevieve? Gut, danke. Aufgeregt, nervös. Sei nicht nervös. Du bist erfahren darin. Du hast das schon oft gemacht, also entspann dich. Ich denke, es wird Spaß machen. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, mit dir zu sprechen. Wirklich. Du bist ein wunderbarer Kanal und ich sage immer, dass jeder, der channelt, einzigartige Aspekte hat. Aber du channelst nicht nur ein oder zwei Wesen. Wie viele Wesen channelst du? Ich habe bisher etwa 60 gechannelt. Das klingt anstrengend. Es macht Spaß, verschiedene Leute kennenzulernen. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie Freunde waren. Sie waren meine besten Freunde, was interessant ist. Es ist äußerst interessant. Also lass uns kurz zurückgehen, bevor all dieser Wahnsinn des Channelings in dein Leben kam. Wie war dein Leben davor? Mein Leben war, ich war ein bisschen ein Einzelgänger. Als ich klein war, mit 5 Jahren mochte ich es, einfach die Platten meines Vaters zu nehmen und spirituelle Musik zu hören, solche Sachen. Aber als ich älter wurde, war ich einfach wie ein normaler Mensch, ging zur Schule, sprach mit Leuten und ging in die Berufswelt, lernte Geografie und dann Musik und dann Umweltstudien. Und dann wechselte ich in den Bereich Gesundheit und Sicherheit. Ich sage das immer, ich war ein Direktor mit über 1000 Leuten in der Automobilindustrie, ohne den Titel eines Direktors. Genau. Warst du spirituell? Hast du Channeling gemacht? Wie kam das zu dir? Ich war spirituell. Ich war immer spirituell. Aber die ganze Idee des Channelings, das kam mir nie in den Sinn. Ich war einfach darauf aus, nach innen zu gehen, den Atem zu erleben. Das war's. Nichts weiter. Es war alles einfach. Das kam später im Grunde. Wie kam es? Wie kam es zu dir? Erschreckenderweise passierte es, als ich 16 war. Ich war etwa 16 Jahre alt und föhnte meine Haare, um mich für die Schule fertig zu machen. Plötzlich spürte ich Mutter Maria in meinem Zimmer. Ich wusste nicht einmal, wer Mutter Maria war. Ich kannte sie nicht, aber spürte ihre Präsenz und wusste sofort, dass sie es war. Es fühlte sich an, als würde sie mir einen Segen geben. So hat es sich angefühlt. Fast wie eine Initiation. Und ich bin sofort auf die Knie gegangen und habe gebetet. Und das Lustige ist, es war, als würde ich sie kennen. Obwohl ich nie. Ich meine, es ist, als ob du in einem anderen Glaubenssystem aufgewachsen wärst und nie von Mutter Maria gehört hättest. Richtig? Ja. Plötzlich taucht Shiva auf und du denkst, wer zum Teufel ist das? Ja. Ja. Also, sie erschien und ich war auf meinen Knien und war einfach dankbar. Und dann ging sie. Dann stand ich auf, föhnte weiter meine Haare, ging zur Schule und erzählte niemandem davon. Hast du sie gesehen oder gespürt? Ich spürte sie. Und gehört? Ich habe sie nicht gehört. Interessant. Also hast du einfach die Energie im Raum gespürt, die der Anfang davon war? Ja. In meinem geistigen Auge spürte ich, dass sie das trug. Der Umhang. Ja. Aber psychologisch, wie bist du am Anfang damit umgegangen? Das scheint ziemlich intensiv zu sein. Also, wie bist du damit umgegangen? Als 16-Jährige? Es fühlte sich friedlich an. Es fühlte sich normal an. Okay. Ja. Es war seltsam, denn es fühlte sich an wie etwas Normales. Fast so, als ob das nicht jeder erlebt. Und das Seltsame war, es war so heilig, dass ich niemandem davon erzählen musste. Es war nicht so, dass ich es vor meinen Eltern verbergen wollte. Es war einfach so, dass ich keinen Bedarf hatte. Was keinen Sinn ergibt, wenn man darüber nachdenkt. Irgendwie fühlte es heilig an.
Wie hat sich das weiterentwickelt? Nun, als ich 18 war, ging ich plötzlich schlafen und ein Guru kam und sagte, es ist Zeit. Und wir gingen in einen anderen Raum, setzten uns zur Meditation und ich wurde sofort eins mit dem Licht. Sofort. Und ich erlebte Liebe, ich erlebte göttliche Weisheit. Und ich war einfach überwältigt. So wie Menschen Nahtoderfahrungen haben. Du wirst eins mit dem Licht. Du bist das Licht. Du erlebst den Klang des Lichts. Du erlebst den Herzschlag. Und die unglaubliche Liebe, die du auf der Erde nie erfahren hast. Ich hatte Zugang zu Weisheit. Ich fragte nach Wissenschaft, nach den Planetensystemen und erhielt komplexe Informationen, die völlig Sinn ergaben. In diesem Moment verstand ich, es gibt keine Zeit und keinen Raum. Das geschieht alles während du bist irgendwie eingeschlafen oder hast meditiert. Und all das geschah in dieser Art von Erfahrung. Als du zurückkamst, hast du dann einfach angefangen, Stimmen in deinem Kopf zu hören. Also kam ich zurück und glaub es oder nicht, das war so schön. Ich wollte fast nicht mehr hier sein. Das war dann ziemlich nah an einer Nahtoderfahrung. Ja, in diesem Moment fühlte ich, warum habe ich das erlebt? Weil es so schön war. Und ich musste eine Weile damit Frieden schließen. Später im Leben verstand ich, warum ich es erlebt habe, aber auch, warum viele Menschen es nicht erleben, weil es so unglaublich schön ist. Doch wo es geschah, weiß ich nicht. Es war wohl Ende 20, Anfang 30, als ich schlafen ging, und plötzlich erschien ein Meister, wie Kuan Yin, Isis oder Mutter Maria, die mir eine Lehre gaben. Und ich würde diese Lehre erleben. Und was passierte war, dass ich sagen würde, ich kann mich nicht erinnern. Ich war vielleicht 33. Und plötzlich. Oh, das ist passiert. Mein Bruder war gestorben. Und ich ging zu einem Medium. Ich hatte nichts mit Medialität zu tun. Nichts mit Hellsehern. Gar nichts. Okay. Und er zeigte Hände. Hände. Mir wurde gesagt, du musst das genauer untersuchen, sagte das Medium. Ich dachte, okay. Sie sagte, du musst zur Hellsehermesse gehen. Ich dachte, oh mein Gott, brauche ich wirklich eine Hellsehermesse? Komm schon. Danach traf ich einen Reiki-Praktiker, erhielt Heilung. Aber wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe schließlich Reiki gelernt und fing gleich danach an. Siehst du all diese Bücher dort? Ich habe all diese Bücher gekauft. Ich begann zu lesen und zu lernen, alles, spirituell. Dann entschied ich mich für automatisches Schreiben. So begann die Reise des Channelings. Dabei entdeckte ich Kuan Yin, die währenddessen zu schreiben begann, während ich schrieb. Und ich wusste nicht, wer Kuan Yin war. Ich dachte, es sei erfunden. Name. Wer ist sie für das Publikum im Westen, da sie als aufgestiegener Meister nicht sehr bekannt ist? Kannst du ein bisschen über sie sprechen? Ja. Sie ist im Osten sehr bekannt. Hier ist ein Beispiel. Man sieht Statuen von ihr. Sie sitzt auf einem Elefanten, oft in grün dargestellt. Aus grünem Stein gemacht. Sie ist eine mitfühlende, aufgestiegene Meisterin, die schwört, der Menschheit zu helfen. Sie wird bleiben, bis alle aufgestiegen sind. Das sind ihre Worte, die ich jetzt höre. Sie wird genauso verehrt wie Buddha. Also ist sie im Osten sehr bekannt. Also kam sie herein und half dir beim Schreiben. Das hat sie. Als du automatisch geschrieben hast, als du wieder begonnen hast, waren die Stimmen noch nicht in deinem Kopf. Es war immer noch nur das Fließenlassen des Stifts. Es ist interessant, dass du Stimmen sagst, denn ich hatte noch nie Stimmen im Kopf. Wie kommunizierst du dann, Chizo? Das ist sehr interessant, weil ich oft von Kanälen höre, dass sie Stimmen hören oder sie spüren oder automatisch schreiben. Aber was ist dann das Kommunikationsmedium? Ja, viele sagen, ich höre, aber das ist nur eine Redensart.
Es ist nicht wirklich so, dass wir hören. Tatsächlich kommt es in Form von Gedanken, richtig? Unsere eigenen Gedanken. Und die Gedanken sind sehr unterschiedlich von unseren persönlichen. So können wir den Unterschied zwischen ihnen erkennen. Viele Menschen erkennen nicht, dass sie die Fähigkeit haben, sich mit ihrem Geist zu verbinden. Sie können sich sogar mit anderen wohlwollenden Wesen verbinden, doch sie bemerken es nicht, da sie so an ihre eigenen Gedanken gewöhnt sind. Daher entgeht ihnen manchmal, dass auch andere Gedanken auftreten könnten. Als du angefangen hast zu hören, ich sage hören, als du angefangen hast zu. Ich werde einfach das Wort hören verwenden, weil ich kein anderes Wort verwenden kann. Höre diese Gedanken, die nicht deine sind, die durchkommen, oder habe diese Gedanken, die durch deinen Geist kommen. Mein Verständnis ist, dass der Körper vorbereitet sein muss, damit diese Energie hereinkommen kann, wenn du channelst. Ich bin mir nicht sicher, ob du ein Trance-Channel bist. Bist du ein Trance-Channel oder bist du... Was für ein Channel bist du? Ich bin ein Channeler. Ein Nicht-Trans-Channeler. Ein nicht stressiger. Du gehst nicht in eine vollständige Trance und die Entität spricht durch dich. Du bist eine andere Art von Channeler. Das stimmt. Also übersetze ich die Energie, die durch mich fließt. Im Grunde genommen verbinde ich mich sehr stark mit ihnen und kann tatsächlich ihre Persönlichkeit ausdrücken. Ich spüre ihre Energie. Ihre Energie verschmilzt fast mit meiner, aber ich bin voll, präsent. Wenn ich dann meine Augen schließe, scheint es, als ob ich in einen Zustand eintauche, weil ich sie regelrecht mit mir verschmelzen lasse. Und dann achte ich auf die Gedanken, die in meinem Kopf auftauchen. Und ich sage genau, was sie mir geben. Manchmal sind es nur wenige Worte, möglicherweise fortgeschritten, möglicherweise ungewohnt. Und dann verstehe ich den Gedanken nicht richtig. Also versuche ich, das Wort in eine einfachere Version zu übersetzen. Also als dieser Prozess begann, musstest du eine Art Vorbereitungsphase durchlaufen, um deinen Körper an die Energielast zu gewöhnen, die sich stark von unserer normalen täglichen Belastung unterscheidet? Ja, es ist sehr unterschiedlich. Und es ist ein langsamer Prozess. Und ich glaube, dass es mit Reiki angefangen hat. Ich habe einige andere Heilmethoden ausprobiert. Schon allein durch das Lesen von Büchern habe ich angefangen, mich weiterzuentwickeln. Und immer in dem Moment, in dem du anfängst, automatisch zu schreiben oder dich zu verbinden, lädst du bereits eine viel höhere Frequenz ein. Und wenn du dich mit aufgestiegenen Meistern oder Engeln verbindest, sind das extrem hochfrequente Wesen. Und ja, es erfordert die Fähigkeit, diese Energie richtig zu integrieren. Und wenn jemand das ständig machen würde, das könnte etwas viel sein. Du könntest ausbrennen. Du könntest durchdrehen. Ja, könntest du. Ja, das habe ich von vielen anderen Channelern gehört, dass es ein langsamer Prozess ist. Es dauert Jahre, bis man sich an die einströmende Energie gewöhnen kann. Und manchmal bringen sie niedrigfrequente Wesenheiten ein, um dich vorzubereiten. Bevor Jesus, Aquadin Jong oder Maria Magdalena oder ein Engel mit sehr hoher Frequenz erscheinen, nutzen sie verschiedene Stufen, um den Körper vorzubereiten. Das ist mein Verständnis. Stimmst du zu? Ja, du wirst wirklich viel lernen. Das ist erstaunlich. Gaia ist ein gutes Beispiel. Für Erdung, um sie hereinzubringen. Sie ist ein gutes Beispiel. Oder anstatt Erzengel wären vielleicht Engel ein guter Schritt. Richtig. Es ist nur ein bisschen, um das Wasser ein wenig zu testen. Es ist wie die Temperatur des Wassers. Man kann nicht einfach in 0 Grad springen. Man muss sich langsam akklimatisieren an die Temperatur Stück für Stück. Also geht man in verschiedene Pooltemperaturen, wie es weitergeht. So könnte man schließlich einfach in 0 Grad bleiben, wenn man wollte, solange man will. Aber wenn du einfach reinspringst, wird es dich erschrecken und möglicherweise tatsächlich Schaden anrichten, indem es das Nervensystem überlastet. Knall, wie buchstäblich Schaltkreise durchbrennen. Ja. Daher ist es wichtig, sich selbst zu lieben, um sich zu kümmern, sich selbst zu ehren und nicht süchtig nach dem Gefühl zu sein, dass es etwas Wohlwollendes gibt, wo man einfach abhängen möchte. Du hast eine Aufgabe hier. Und sie sind nur hier, um dir bei dieser Aufgabe zu helfen. Trotzdem bist du ein Mensch
und solltest ein menschliches Leben führen. Daher ist es wichtig, ein Gleichgewicht zu finden und diese menschlichen Dinge zu tun. Der Channeling-Aspekt, den du erwähnt hast mit der geliebten Energie, klingt fast berauschend. Man möchte dort sein. Man denkt, warum bin ich hier? Es ist schwer, hart hier unten. Probleme auf der anderen Seite. Im Gespräch mit anderen Meistern in diesem Raum fühlte es sich viel besser an. Ich will nicht wieder hierher zurückkommen. Es scheint fast so, was du gesagt hast. Du musst dich ehren, dass du auf dieser Reise bist. Aber du siehst, was auf der anderen Seite ist. Also ein faszinierendes Balancespiel für Channeler, oder? Das ist es. Manchmal dauert es eine Weile, diesen Prozess zu verstehen. Wenn man darüber nachdenkt, ich bin jetzt 54, habe in meinen frühen 30ern angefangen, also war es ein Prozess, all das zu verstehen. Und am Anfang war ich einfach überwältigt von allem und lernte, Frieden damit zu schließen, ein Mensch zu sein. Ehrlich gesagt, die meisten. Die meisten von uns schaffen es nicht, in einem Leben Frieden damit zu schließen, Mensch zu sein. Aber sobald man es verstanden hat, sich geerdet hat und sagt, nein, ich habe das gewählt, das ist der Weg, auf dem ich mich befinde. Und meine Fähigkeiten dienen meiner Lebensmission. Ist das fair zu sagen? Ja. Nun, um ehrlich zu sein, es war kein Lebensziel, sondern ein Wunsch, den ich hatte. Mir ging es gut. Ich arbeitete als Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragter, verdiente gutes Geld oder so viel wie nur möglich. Ich hatte immer den Traum, anderen helfen zu können, aber ich hatte zu viel Angst, es zu versuchen und einen Weg zu finden, Geld zu verdienen und all diese Dinge. Und was passierte war, dass ich einen Zusammenbruch hatte, als ich 50 wurde. Und dieser Zusammenbruch war ein Segen, weil dieser Zusammenbruch mich dazu brachte zu sagen, es ist mir egal, was andere Leute denken und welche Richtung auch immer für mich bestimmt ist. Ich weiß, dass ich das tun soll und ich werde alles tun, um diese Richtung einzuschlagen. Es war ein Ruf in mir. Es war ein Ruf. Und plötzlich schwor ich, der Führung zu folgen, es durchzuziehen und diese Schritte zu unternehmen. Das geschah, als eine Fülle an Informationen kam. Kam durch, als du die Tür geöffnet hast, als du einfach gesagt hast, als du Vertrauen hattest, ich werde einen Sprung ins Ungewisse wagen und einfach dorthin gehen, wohin du mich führst. Ich werde gehen. Das ist auch sehr interessant, weil ich, wie gesagt, mit vielen verschiedenen Channelern gesprochen habe über die Jahre hinweg. Es ist nicht beängstigend. Die Arbeit oder die Fähigkeit kann am Anfang sein, aber im Allgemeinen kommt man irgendwie in den Rhythmus. Aber öffentlich damit herauszukommen, ich nenne es immer aus dem Schrank kommen, wenn du so willst, dem Channeling-Schrank. Deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen. Wie haben die Menschen um dich herum mit dieser neuen Genevieve umgegangen? Und wie bist du psychologisch damit umgegangen, möglicherweise Freunde zu verlieren, die du dein ganzes Leben lang hattest oder Familienmitglieder und solche Dinge? Es ist etwas, woran viele Kritiker nicht denken. Es gibt leichtere Wege, Geld zu verdienen, als zu channeln. Ich meine, mal ehrlich, wenn du Leute abzocken willst, ist Channeling ziemlich unten auf der Liste. Was ist passiert? Ehrlich gesagt, es war dieser Zusammenbruch. Also begann ich am nächsten Tag zu hyperventilieren. Ich ging sofort zum Arzt. Ich bat um eine Auszeit von der Arbeit. Dann suchte ich 2 Therapeuten auf, um mir zu helfen, und sagte, dass ich mein eigenes Geschäft haben möchte. Sie halfen mir, meinen eigenen Verstand zu nutzen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und dann diese ständige Sorge darüber, was die Leute denken. Es war, weil ich nicht noch einmal hyperventilieren wollte. Ich wollte nicht mich mehr unterdrückt fühlen. Also hatte ich das Gefühl, dass mein ganzes Leben viele Menschen das nachvollziehen können, wenn sie in der Automobilbranche arbeiten. Es ist ein harter Job. Es ist Produktion. Es ist ein harter Job. Also jeder, der dort arbeitet, denkt, wenn er woanders hingeht, dass es ein Kinderspiel ist.
aber es ist ein ständiger Kampf. Die Leute dort, die im Bereich Gesundheit und Sicherheit arbeiten, können das nachvollziehen. Jeder hasst dich im Grunde, weil du sie dazu bringst, mehr Arbeit zu machen. Und sie hassen dich dafür. Daran habe ich mich gewöhnt. Ich habe mich daran gewöhnt, dass Leute hinter meinem Rücken reden. Solche Sachen. Und dann lächeln mich andere Leute an. Und dann, ehe man sich versieht, sagen sie etwas Dummes hinter meinem Rücken. Also habe ich mich daran gewöhnt. Ich fühle, dass ich auf diesen Moment vorbereitet war, wo es mir völlig egal wäre. Ja, das wäre es. Es wäre mir egal. Denn die Angst ist das, was uns zurückhält. Das ist der Punkt. Die Angst hindert uns daran, wirklich unserer Berufung zu folgen. Und die Anleitung, die ich der Welt mitteilen soll, ist, in diesen Teil von dir zu treten, wo du keine Angst vor deiner Berufung hast. So viele Menschen haben Angst vor ihrer Berufung. Sie haben Angst davor, das zu tun, was sie, und du hast davon gehört, diese Zweckdinge. Es ist plötzlich eine große Sache, dass jeder Zweck, sie fühlen das, da ist etwas mehr. Und sie haben Angst, sie sind ängstlich. Es gibt Dinge, die sie zurückhalten. Und es war genau dieser Moment, in dem ich dachte, weißt du was? Na und? Die Leute werden denken, ich bin komisch. Die Leute werden mir das Kreuz vorhalten und denken, dass ich besessen bin oder so etwas. Offensichtlich wirkt der Teufel durch dich. Das passiert mit allen Kanälen. Verstehst du das nicht? Dämon, Teufel. Ich mache gerne Witze darüber, weil es so ist. Ja, das sind schreckliche Dämonen und Teufel. Denn alles, worüber sie sprechen, ist Liebe, Menschen zu helfen, zu wachsen und spirituelles Erwachen. Schreckliche Dämonen und Teufel, offensichtlich keine Filme gesehen, funktionieren so nicht. Ja, das stimmt. Also bist du rausgekommen. Endlich sagst du, zum Teufel damit. Jetzt beginne ich. Ich nehme an, du hast Freunde verloren. Ich nehme an, du hast Familienmitglieder verloren. Oder Menschen, die deine Welt nicht verstehen. Nun, das Gute ist, dass ich nicht viele Freunde hatte. Okay, weißt du, nur ein paar gute Freunde. Es steht, dass du solltest, weil ich denke. Das Leben ist so hektisch, dass man keine Zeit für viele Freunde hat. Meine Familie dachte nur, oh, sei sicher. Sowas halt. Doch jetzt ist meine Mutter überall dabei, mich zu promoten. Jetzt sind alle dabei, oder? Oh ja, sie sind alle dabei. Wissen Sie, meine Tochter ist ein Medium, sie macht Sitzungen. Möchten Sie mit ihr reden? Ist es nicht erstaunlich, wie schnell sich das wendet? Weißt du was? Channeling ist immer noch relativ neu für die Gesellschaft. Es ist noch keine Massenbewegung, aber es wird immer mehr dazu. Ich hoffe, dass ich mit dieser Show dazu beitrage und die Idee verbreite. Es gab schon immer Kanäle in der Geschichte. Solange die Menschheit existiert, aber sie wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt oder gevierteilt oder ertränkt oder ähnliches. Heutzutage ist es etwas mehr akzeptiert. Etwas, das du erwähnt hast, ist sehr interessant und neu für mich, dass immer mehr Menschen heute erwachen zu einer Mission, einem Lebenszweck im Vergleich zu früheren Generationen. Stell dir vor, Menschen in den 50ern wachen auf und sagen, ich habe eine Lebensmission, die im Allgemeinen die Generation meiner Eltern übertrifft. Deine Elterngeneration hatte keine Mission. Sie dachten nur, ich muss Geld verdienen, um zu überleben. Heutzutage scheint es etwas anders zu sein. Stimmen Sie zu? Ja, es ist völlig anders. Es ist völlig anders, weil wenn man an die Schumann-Resonanz denkt, ändert sie sich auf dem Planeten. Die Planetenfrequenz ändert sich. Das ist wissenschaftlich bekannt. Und wenn man Wellenlängen und Vibrationen versteht und wenn etwas nicht so schnell schwingt, ist es eine langsamere, niedrigere Vibration. Vibrationen beziehen sich alle auf Energiequalitäten. Energiequalitäten, das bedeutet vielleicht Sicherheit, Stabilität. Das sind viel langsamere Vibrationen. Die Menschen konzentrierten sich darauf. Während sich die Frequenz der Erde ändert, die eigentliche Erde, müssen auch unsere Zellen, Körper anpassen. Keine Wahl. Wir resonieren mit der Erde. Wenn sich unsere Körper verändern,
ändert sich die Qualität der Energie, auf die wir uns konzentrieren, zu einer höheren Frequenz. Vielleicht steigen wir in der Maslow-Hierarchie auf und die Menschen erleben mehr Bedeutung. Sie wollen mehr Bedeutung. Sie beginnen, über diese Dinge nachzudenken. Und ich habe das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Das höre ich immer wieder von den Leuten. Ich habe das Gefühl, ich soll mehr tun. Was soll ich mehr tun? Und so geht es weiter nach oben. Selbst während ich spreche, kann ich fühlen, dass es eine ganz andere Energiequalität ist. Wenn Menschen also Energie verstehen können und wie ihre Körper auf Energie reagieren, meine ich, das ganze Wasser beginnt anders zu vibrieren. Und so beginnen sich unsere Gedanken zu verändern. Und das ist der Grund, es wird jetzt allgemein bekannt. Wenn Menschen über Bedeutung sprechen, streben sie nach mehr Bedeutung, Zweck oder einer Mission. Richtig? Und ich denke, es ist das Erwachen, das spirituell auf der ganzen Welt in uns allen passiert. Denn früher waren wir immer fokussiert und einige sind es immer noch. Übrigens, es ist keine pauschale Aussage, dass die gesamte Spezies das tut. Aber viele von uns lassen die Ideen des Physischen hinter sich und konzentrieren sich darauf, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, dies zu tun, das zu tun und konzentrieren sich mehr auf höhere Energieebenen, wo diese Dinge einfach da sind. Wir rollen nicht herum und sind keine Milliardäre oder so etwas. Es ist nicht der Zweck, aber unsere Bedürfnisse sind gedeckt. Wir haben ein Dach über dem Kopf, Essen auf dem Tisch und schicken unsere Kinder zur Schule. Nur das Nötigste, um sich einigermaßen wohlzufühlen. Es passiert nicht für alle, aber für viele Menschen passiert es. Und wenn das anfängt zu passieren, konzentrieren sie sich mehr auf das Spirituelle, mehr auf die Dinge. Denn ab einem bestimmten Punkt kann man alles Geld der Welt haben, aber es ist nur eine größere Kiste, in der man lebt. Eine schönere Kiste, in der man herumfährt. An einem Punkt denkst du dir einfach, ob du in einer 10.000 Quadratfuß Villa oder in einer 300 Quadratfuß Einzimmerwohnung lebst, wachst du immer noch in einem Raum auf, nur in einem Raum anderer Größe am Ende des Tages. Also, ich denke, die Leute fangen an, das zu begreifen. Würdest du zustimmen? Sie erkennen das etwas mehr. Aber ich denke, es geht noch weiter. Ich habe das Gefühl, dass mir das gerade mitgeteilt wird. Also verbinde ich mich mit dem göttlichen Geist und höre zu, was übermittelt wird. Es ist nicht verifizierbar. Aber es wird gesagt, dass seit einiger Zeit Lichtarbeiter auf diesen Planeten gekommen sind. Und sie haben den Menschen bewusst gemacht, wer sie wirklich sind. Und es gab dieses sich verändernde Bewusstsein. Und zur Vorbereitung. Also ich bin buchstäblich nur. Es kommt durch mich. Okay? Also zur Vorbereitung auf die Kinder, die auf den Planeten kommen. Und wenn ich von den Kindern spreche, meine ich nicht diese Generation. Ich spreche von, sagen wir, 2 Generationen davor, die Kinder, die in den exponentiellen Wandel in den 80ern kamen. Diese Kinder, die kamen, sie kamen erwacht und mit dem Wunsch, mehr zu wissen. Doch die Eltern waren sich dieser Dinge überhaupt nicht bewusst. Und so kamen die Lichtarbeiter, die aus der älteren Generation stammen, und sie erwachten langsam, diese Eltern im Grunde genommen, erweckten sie langsam die Menschheit zur Vorbereitung auf diese Kinder, die jetzt in ihren 20ern, 30ern und einige in ihren 40ern sind. Und jetzt ist es ein Konglomerat von hoch erwachte Menschen. Und jetzt denken sie irgendwie, was mache ich damit? Denn es gab keine Schule, die einem beibringt, was man damit macht. Was macht man mit diesem Bewusstsein, der Energie? Was macht man damit? Ich verstehe, dass ich einen Geist habe. Was soll ich tun? Wie verbinde ich mich damit? Und so, damit hat das Bewusstsein langsam begonnen. Lichtarbeiter, wörtlich, es kommt immer noch durch mich. Das Bewusstsein kommt langsam nur über die Energie selbst. Die Grundlagen, damals das Verstehen von Vibration,
das Verstehen von Farbe, das Verstehen von Klang, das Verstehen, dass es mehr gibt als nur den physischen Körper. Aber jetzt passiert Folgendes. Es gibt dieses allgemeine Verständnis davon. Und jetzt gibt es dieses Erwachen. Was nun? Es geht also nicht nur um die Maslow'sche Bedürfnishierarchie. Es gab ein buchstäbliches Erwachen im Laufe der Zeit, das nun auf die nächste Stufe geht. Erwachen bedeutet jetzt nicht nur Energie und Klang. Es geht darum, wie ich den Geist in meinem Körper beherbergen kann, ihm vollständig bewusst werde, mit ihm kommuniziere und seinen Zweck verkörpere. Das ist, was passiert. Sehr schön gesagt. Sagt der göttlichen Energie, dass sie gut ist. Lassen Sie mich also fragen. Sie haben also schon ein wenig mit einigen dieser Fragen begonnen zu kanalisieren. Ich habe gehört, vorhin, bevor wir angefangen haben, dass da jemand war, der durch dich kommen wollte, um ein paar Dinge zu sagen. Könntest du sie hereinlassen und kannst du nochmal erklären, wie du sie hereinbringst und herauskommst? Werden verschiedene Wesen auftauchen und sprechen? Kann ich Fragen stellen? All das? Also, Maria Magdalena wird kommen, vielleicht Athena, ich bin mir nicht sicher, aber Maria Magdalena wird kommen. Und ich schließe im Grunde einfach meine Augen. Oft lege ich meine Hand auf meinen oberen Herzbereich, nur damit ich mich immer noch geerdet und verbunden damit fühle. Und ich werde dir ihre Persönlichkeiten zeigen, weil sie mit mir ihre Energiequalität teilen. Aber ich bin voll präsent. Genevieve ist immer noch hier. Ich teile nur mit dir, was ich erlebe, damit du eine Erfahrung machen kannst. Und auch damit du ihre Energie fühlen kannst. Das andere, was ich mit dir teilen möchte, ist, dass ich eine einzigartige Fähigkeit habe, unglaubliche Heilenergie zu kanalisieren. Sie geben oft Einweihungen und all das. Also sagt Maria Magdalena, schnall dich an. Mach dich bereit. Manche Leute bemerken es vielleicht. Einfach. Lasst es in euer Wesen integrieren. Manchmal dauert es etwa 3 Wochen, bis es sich langsam integriert. Es arbeitet weiter an euch. Dann könnt ihr jede Frage stellen. Eine Sache, sie könnten euch auf einen bestimmten Weg zurückführen, weil sie eine Mission haben. Sie haben eine Mission durch mich. Sie könnten dich lenken, aber das ist einfach so. Es ist einfach. Also keine Fragen nach den Lottozahlen. Ist das nicht schlechter Stil? Verstanden, verstanden. Und wenn ich komme, komme ich einfach zurück und einfach. Ja, also gut, also bringen wir Miss Mary Magdalene herein. In Ordnung. Willkommen, du Süße. Es ist ein Privileg, hier mit dir zu sein, Alex, denn du strahlst dein Licht aus. Für die Welt. Du erweckst die Menschheit auf angenehme Weise. Ich bin hier, um dies mit dir zu teilen und um alle Fragen zu beantworten, die du haben könntest. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Gibt es eine Botschaft, die du den Zuhörern, dem Publikum geben möchtest? Höre auf diese Stille in dir. Verstehe, dass du etwas hast, das Leidenschaft genannt wird. Wenn ich von Leidenschaft spreche, meine ich eine einzigartige Leidenschaft. Es ist keine Leidenschaft, bei der du nur durch die Grenzen des Verstandes gebunden bist. Ich spreche von einer Leidenschaft, bei der dein Geist durch dich hindurchfliegt. Dein Geist hat diese unglaubliche Leidenschaft und sie strahlt aus deinem Sein, solange du verbunden bist mit dem Geist und wirklich deinen Weg durch deinen Geist definierst. Was ich gerne tun möchte, ist, dir zu helfen zu verstehen, dass du diese Leidenschaft hast. Dein Geist möchte so sehr mit dir sprechen und dir sein Verlangen, seinen Ruf zeigen, während du hier auf der Erde bist. Denn du hast noch mehr zu tun, mehr zu erleben, auf der Erde und die größte Freude zu erleben, wohin deine Leidenschaft dich auch ruft. Danke dafür. Ich erhalte oft diese Frage vom Publikum. Viele von uns kämpfen damit. Wie überwindet man im Laufe eines Lebens eine Sucht? Das ist eine brillante Frage. Zunächst einmal tritt Sucht im zellulären Gedächtnis auf. Deine Zellen sind diejenigen, die deinem Körper sagen, dass du mehr brauchst.
und dass dir etwas in dir fehlt. Und wenn du das verstehen kannst, dann kannst du wissen, wie kann ich die Zellen in mir ansprechen? Wie kann ich dieses Gedächtnis ansprechen? Diese Erinnerung ist nicht das, was du vielleicht denkst. Sie stammt nicht unbedingt aus diesem aktuellen Leben, sondern möglicherweise aus einer Ahnenzeit oder einem kollektiven Bewusstsein. Verstehst du? Diese Erinnerung in dir trägt eine wichtige Botschaft, dass es vor etwas Angst hat. Es hat vor etwas Angst. Es ist vor etwas entsetzt. Um dieses Entsetzen zu lindern, greift es auf Substanzen zurück, die ihm Beruhigung verschaffen. Wie kann man mit diesem Bedürfnis umgehen? Der einzige Weg ist, zum Beobachter dieser Erfahrung in der zellulären Erinnerung zu werden, zum Beobachter des Gedankens werden, der auftritt, die Erfahrung, die der Körper dir mitteilt. Was sagt dein Körper bei dieser Sehnsucht? Erlebt er Angst oder Schrecken? Du bemerkst vielleicht nicht, wie dein Körper reagiert, doch es gibt eine Möglichkeit, dies zu verstehen. Wenn du es begreifst, kannst du die Situation angehen. Und wenn ich adressieren sage, meine ich nicht psychologisch adressieren. Denn obwohl Psychologie nützlich ist es wichtig zu verstehen, dass wenn du etwas aus einer vergangenen Zeit ansprichst, wie kannst du es dann psychologisch angehen? Dein Körper muss sich verändern, neue neuronale Wege entwickeln. Die wohlwollenden Wesen oder das Göttliche sind hier, um zu helfen, je nach Vorliebe, um zu transmutieren, die neuronalen Wege zu ändern, um sich auf das Gewünschte auszurichten. Das Verlangen ist nach Beruhigung. Um Ruhe zu finden, muss man den ängstlichen Teil des Körpers ansprechen. Was wird dir genommen, wenn du an diese Erlebnisse denkst, wenn du vielleicht vor jemandem Angst hast und nicht weißt, warum dein Körper zittert? Und so greifst du zu dieser Substanz, um dir etwas Erleichterung, etwas Beruhigung zu verschaffen. Was wird dir genommen? Fühlst du dich, als würdest du ersticken? Fühlst du, dass dir die Stimme genommen wird? Was passiert mit deinem Körper? Denn es mag nicht logisch sein. Vertrau mir. Meistens ist es nicht logisch, weil du es in diesem Leben vielleicht nicht erlebt hast. Das Ziel ist, der Beobachter zu sein und zu verstehen, was dein Körper dir sagt. Dein Körper ist ein großartiges Barometer, um dir zu sagen, was mit dir los ist. Wenn du anerkennen kannst, dass du dich fühlst, als würdest du gewürgt, gefoltert und unsicher. Ich habe das Gefühl, keine Stimme zu haben, was auch immer es ist. Und wenn du spezifisch genug wirst, um zu verstehen, was dein Körper sagt, dann kann die Umwandlung stattfinden. Und wenn du der Beobachter Notizen, die zeigen, was vor sich geht, dann kannst du einladen, was du wirklich in deinem Leben willst. Ich will eine Stimme. Ich will Freiheit haben. Ich will Freude erleben. Ich will Freiheit des Ausdrucks, was auch immer du willst. Dadurch kannst du in die Meditation gehen und das wohlwollende Reich einladen oder das Göttliche einladen, durch dich zu fliegen und diese Energiequalitäten zu transmutieren und neutralisieren, sodass das zelluläre Gedächtnis diese Informationen nicht mehr trägt. Und dann kannst du mit einem neuen Ich voranschreiten. Diese Energie wird sich innerhalb von Wochen in dir integrieren. Neue neuronale Verbindungen entstehen. Dein Denken wird sich ändern. Dein Leben langsam transformieren. Du wirst keine Sehnsucht mehr nach diesen Substanzen haben. Eine Veränderung wird eintreten. Plötzlich wirst du Lust auf Kräutertee oder etwas anderes haben. Es ist also ein Prozess, aber das ist eine verkürzte Version. Vielen Dank für diese schöne Antwort. Es scheint, dass auf der anderen Seite unendliches Wissen existiert. Warum inkarnieren wir hier, um einfache Wahrheiten zu lernen? Obwohl du denkst, dass du hier bist, um einfache Wahrheiten zu lernen, ist das eine Lüge. Du bist hier, um alle Arten von Wahrheiten zu erfahren, was auch immer du möchtest. Du wünschst dir, einfache Wahrheiten zu erleben,
Das ist dein Wunsch. Wenn du jedoch ultimative Wahrheiten erfahren möchtest, kannst du die Vorletztheit erleben. Sie erfindet ein Wort. Also kannst du eine Vielzahl von Wahrheiten erleben, so viel du möchtest, da du die Fähigkeit hast, dich mit dem unbegrenzten Geist, dem göttlichen Geist, zu verbinden. Du hast Zugang zu unbegrenztem Potenzial, aber das bedeutet nicht, dass du unbegrenztes Potenzial nutzen musst. Ich widerlege jedoch die Idee, dass die Menschheit hier ist, um einfache Wahrheiten zu erfahren, weil das diese sogenannte Lüge ist, bei der man denkt, dass man hier ist, um begrenzte Wahrheiten zu erleben, weil die Menschheit seit Äonen in einer so niedrigen Schwingung war, dass man denkt, das sei einfach das Leben. Doch die Menschheit erwacht, und so kannst du wohlwollende Lehren erfahren. Du kannst Lehren erfahren, die hier auf der Erde nicht existieren. Und deshalb ist KI nicht immer die beste Sache. KI ist großartig für Effizienz. Jedoch ist KI nicht gut darin, neue Schöpfungen hervorzubringen. Wenn man sich nur auf die bestehenden Schöpfungen der KI verlässt, wie kann man dann die göttlichen Schöpfungen erfahren? Dein Heiliger Geist möchte neue Schöpfungen auf die Erde bringen. Wie kannst du sie hereinbringen? Mit KI musst du dich mit dem Göttlichen verbinden, dem göttlichen Geist, der all die Informationen hat, nach denen du dich so sehr sehnst und die du empfangen kannst. Und so liegt es an dir, es liegt an der Menschheit, wie viel sie empfangen möchte. Alles, was sie tun müssen, ist ihre Antenne hoch aufzustellen, um die größte Vereinigung mit dem Göttlichen zu erleben und das zu erfahren, wonach ihr Herz sich sehnt. Es gibt einen Begriff, der oft verwendet wird. Urlaubleben. Kannst du besser definieren, was ein Urlaubleben ist, bei dem eine Seele nur kommt, um sich irgendwie zu entspannen? Es scheint, als hätten sie alles und nicht so viele Kämpfe wie andere und vielleicht werden sie in eine sehr wohlhabende Umgebung hineingeboren und verbringen ihr ganzes Leben im Urlaub. Wir sehen einige dieser Menschen, nicht, dass sie keine Probleme haben, aber es scheint ganz anders zu sein, als jemand, der arm in einem Land geboren wird, das wenig Möglichkeiten hat, vielleicht mit Krankheit, vielleicht in eine missbräuchliche Familie. Siehst du den Unterschied? Können Sie das Konzept der Urlaubsleben etwas genauer erklären? Ein Urlaubsleben kann auch ein begrenztes Leben sein. Ein Urlaubsleben kann auch ein unaufgewachtes Wesen sein. Ein Wesen, das nur den Status quo lebt und das materialistische Leben führt, das einige schöne Dinge erlebt, aber vielleicht nur leicht erwacht ist. Es könnte das Buddha-Bewusstsein erleben. Es könnte den Frieden in der Natur erleben. Und das ist eine schöne Sache. Es gibt jedoch einige Urlauber, sozusagen, die nicht erwacht sind, die nicht das buddhistische Bewusstsein erleben, die das Leben, so wie es ist, im Status quo erleben. Und so sind sie nicht begabt, wie manche denken, sie seien nicht gesegnet. Wie manche denken, dass sie es sind. Nein, einige von ihnen sind verlorene Seelen, weil sie ihre Verbindung zum Heiligen Geist verloren haben. Den Geist, der in ihnen existiert. Sie haben ihr leidenschaftliches Herz verloren und die Verbindung zu ihrem wahren Selbst. Sie wurden im Ebenbild des Göttlichen erschaffen. Sie, das heißt ihr Geist, nicht der menschliche Körper. Ihr Geist wurde nach dem Ebenbild und der Ähnlichkeit des Göttlichen geschaffen. Das Göttliche ist ein Schöpfer mit einer Stimme, der das Leben erfahren will. Euer Geist strebt danach, das Leben zu erleben und mit neuen Schöpfungen aufzublühen, da das Göttliche stets Neues hervorbringen möchte. Euer Geist, der dem Göttlichen ähnlich ist, möchte gebären und weiter erschaffen. Mit gebären meine ich nicht, mehr Körper zu erschaffen, sondern neue Schöpfungen, Dinge, die es auf Erden noch nicht gibt, neue Ideen zu gebären, sie zu erforschen, zu entfalten und neue Wege in dieser Welt zu gestalten. Und so sind das die Erwachten. Das sind diejenigen, die einen großartigen Urlaub erleben, aber sie erkunden und sie erleben große Freude in ihrem Urlaub. Denn wenn man, sozusagen, in dieser Herrlichkeit des Göttlichen arbeitet, dann arbeitet man nicht, man spielt. Und das ist die ultimative Art von Leben, die man erleben kann. Das Spiel und das Göttliche,
das Spiel und die Erde. Denn wenn du hier auf der Erde bist, kannst du deine größten Schätze erleben. Du kannst diese Kreationen in einer physischen Realität materialisieren, was das Schönste ist, was man je tun kann. Und deshalb sehnst du dich danach, hier auf die Erde zu kommen, um deine göttlichen Schöpfungen hervorzubringen und aus dem Allerheiligsten zu erschaffen. Dafür bist du hier. Und so ist es eine Illusion zu denken, dass man Urlaub macht und so viel Glück hat. Nein, denn wenn du an diese Menschen denkst, sind sie einsam und ihnen wird langweilig und sie suchen nach einer Beschäftigung nach der anderen, nur um die Zeit totzuschlagen und irgendwie Spaß zu haben. Aber sie erleben keine Glückseligkeit. Und Glückseligkeit ist der Schlüssel, über den ich spreche. Denn wenn du mit dem Heiligen Geist verbunden bist, wenn du mit dieser göttlichen Quelle verbunden bist, dann erlebst du Glückseligkeit, weil du dir in die Wangen kneifen möchtest, weil du so aufgeregt bist über die Ausdehnung, die in deinem aurischen Feld stattfindet. Wenn du diese Schöpfungen hervorbringst, dehnt sich deine Aura immer weiter aus und breitet sich über den ganzen Planeten aus. Mehr Menschen können diese Ausdehnung erleben. Und dann können mehr Menschen diese Glückseligkeit in sich selbst erfahren. So agieren wir wie Spiegel füreinander. Die Welt spielt dann in einem. Spielbox, Sandkasten. Alle spielen in einem Sandkasten. Und das ist der wahre Urlaub. Und Mary, hast du noch ein paar Worte für unser Publikum? Lade dich ein, darüber nachzudenken, dir in die Wangen zu kneifen. Denn wenn du weißt, dass du die Möglichkeit hast, dir in die Wangen zu kneifen, dann wirst du noch einmal nachdenken. Du wirst über dein Leben nachdenken und darüber, was du tun kannst, um zu erkennen, dass du den Tag erleben kannst, an dem du dir in die Wangen kneifst und dich fragst, wie großartig diese Welt ist. Denn deshalb bist du hier und ich bin hier, um der Menschheit zu helfen, sich in die Wangen zu kneifen und zu wissen, dass wenn du dir nicht in die Wangen kneifst, du es kannst. Du kannst dich in diese Richtung bewegen. Und der Trick ist zu wissen, dass du es kannst. Nicht nur glauben, sondern wissen, dass du es kannst. Wenn du dich mit dem Göttlichen verbindest und weißt, dass es dir helfen kann, wirst du es kaum glauben können. Danke. Das war wunderschön. Vielen Dank dafür. Wie fühlst du dich? Gutes Gefühl. Mir ist warm. Ja, viel Energie fließt in dir. Ja, da war viel Energie. Sie wurde ein bisschen leidenschaftlich. Ja, das sah ich. Ja, also, ich spürte die Energie. Ich war besorgt um das Mikrofon, da es lauter wurde und ich dachte, oh, das ist völlig in Ordnung. Eine Sache, die mir während unserer Sitzung auffiel, ist eine oft gestellte Frage. Aufgestiegene Meister sind allgemein als männlich bekannt. Sie erhalten viel Aufmerksamkeit. Viele männliche, aufgestiegene Meister, also die üblichen Verdächtigen, Buddha, Jesus, Saint-Germain und viele andere. Tatsächlich wurden mich Zuschauer persönlich gefragt, ob es weibliche Meister gibt. Gibt es weibliche, aufgestiegene Meisterinnen? Meine Antwort war immer, ja, die gibt es. Wir hatten ein paar wie Maria, Maria Magdalena, Mutter Maria und ein paar andere, aber sie sind nicht überwiegend präsent. Meine Erfahrung ist, dass auf der Erde alles sehr männerzentriert und männergeführt war. Wenn vor 2000 Jahren eine weibliche, aufgestiegene Meisterin aufgetaucht wäre, wäre das wahrscheinlich nicht gut ausgegangen, also musste es damals mehr männliche Energie sein. Ist das eine faire Erklärung? ja, das ist eine faire Aussage. Denn selbst damals, erinnern Sie sich, sie nannten es die Bruderschaft des Lichts. Ja, ich habe davon gehört, ja. Und die Dinge ändern sich jetzt. Selbst in Büchern aus den 1900er Jahren wirst du bemerken, dass sie durchgehend er sagen. Es wirkt, als ob die Frau zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert, während derjenige, der eine spirituelle Weiterentwicklung erfährt, normalerweise männlich ist. Und das ist es, wofür die Menschheit bereit war, was interessant ist, weil, wie ich dir vorher erwähnt habe,
dieser Anruf ist, dass ich bemerkt habe, dass diese Göttinnen durchkommen, was interessant ist, und sie sind keine aufgestiegenen Meister. Und so scheint es diese Bewegung zu geben, um etwas von dieser Weiblichkeit einzubringen. Und es ist interessant zu sagen, dass die aufgestiegenen Meister, ja, es ist nicht so häufig. Es ist ein Männerclub. Nennen wir es, wie es ist. Es ist größtenteils ein Männerclub. Aber es gab ein paar Ausnahmen. Der aufgestiegene Meister, über den wir gerade gesprochen haben, König Jin. Verzeih mir. Du kanalisierst auch Kuan Yin, richtig? Denkst du, sie könnte tatsächlich kommen? Kannst du sie kanalisieren? Wäre sie verfügbar? Denn ich hatte sie noch nie. Hier. Ich würde diese Energie gerne spüren. Sie ist übrigens so anders. So anders. Ja, das wirst du bemerken. Es ist irgendwie faszinierend zu sehen. Alles klar. Willkommen, Alex. Süße. Wie kann ich dir behilflich sein? Vielen Dank für dein Kommen. Meine erste Frage, die ich auch Genevieve gestellt habe, betrifft die geringe Anzahl weiblicher oder femininer aufgestiegener Meister in der Geschichte. Mein weiblich zentriertes Publikum fragt mich das sehr oft. Wir lachen mit ihnen, während wir sprechen. Es gibt viele aufgestiegene Meister, so viele, dass man sie nicht zählen kann. Im Laufe der Jahre wurden hauptsächlich Männer angerufen, da sie diejenigen waren, zu denen Männer eine Beziehung aufbauen konnten. Männer wurden geehrt, da sie als Träger der Wahrheit galten, während Frauen in der Menschheit leider nicht als sehr wahrhaftig angesehen wurden. Man vertraute ihnen nicht. Sie dachten, dass sie dumm waren. Warum konnte die Menschheit nur männliche aufgestiegene Meister hervorbringen? Weil sie Männer für klug hielten. Leider ist es so einfach. Und jetzt ändert sich die Menschheit, wie du weißt. Es gibt eine Bewegung hin zu Frauen. Es gab eine Bewegung zur Erweckung der Menschheit, zum Verständnis von Gleichheit. Mit Gleichheit entsteht eine neue Generation. Deshalb, leider, aber auch glücklicherweise, konnten Männer aufgestiegene Meister hervorbringen, die männlich waren, Menschen. Frauen konnten ebenfalls männliche aufgestiegene Meister hervorbringen und die Weisheit, Liebe und Lehren weitergeben. So fanden sie Trost darin, die existierende Wahrheit von diesen männlichen aufgestiegenen Meistern zu kennen und zu bestätigen, dass diese Informationen wahr waren. Deshalb hat die Menschheit die männlichen aufgestiegenen Meister eingeladen. Wie können wir die Gier stoppen, die unsere Zivilisation gefährdet? Das ist eine einfache Antwort, mein Freund. Eine sehr, sehr einfache Antwort. Wach sein. Wach sein für die eigenen Gedanken. Die Menschheit hat geschlafen. Sie haben geschlummert. Sie haben nicht erfahren, was in ihrem Geist vorgeht. Sie haben die Illusion verstanden, dass ihr begrenzter Verstand der große Allmächtige ist. Sie waren seit Ewigkeiten unter der Illusion, dass das Gehirn dasjenige ist, das die großartigsten Dinge erschafft. Und das ist die große Lüge. Und wenn der Verstand die großartigsten Dinge erschafft, entsteht Gier. Es ist nun an der Zeit, sich seiner Gedanken bewusst zu werden, sozusagen. Wenn du deine Gedanken verstehst, erkennst du ihre angstbasierte Natur. Gier entsteht aus Angst, vor Verlust und Unsicherheit. Die Angst, etwas zu verlieren, führt zur Gier nach Sicherheit und Besitz. Also, mit dieser Angst hat man Gier. Man sehnt sich. Es ist eine Sucht, wie wir zuvor besprochen haben. Es passt so gut zu deiner vorherigen Frage. Und wie wechselt man von Gier zu Fülle? Man muss sich mit diesem schönen göttlichen Willen ausrichten, denn im Verständnis des göttlichen Willens erfährt man Fülle. Wenn du den Überfluss durch dich spürst, wie du es jetzt tun kannst, spüre diese Energie, die jetzt durch dich fließt. Wisse,
dass du untrennbar von ihr bist. Wenn du die Eigenschaften dieser Energie vom Göttlichen verstehst, erkennst du ihre Intelligenz, Liebe und die große Freude, die sie in sich trägt. So begreifst du ihre Macht und weißt, dass sie durch dich wirkt, ein untrennbarer Teil von dir. Und wenn du dies erkennst und dein Bewusstsein darauf richtest, dann kannst du göttliche Antworten empfangen. Dann kannst du verstehen oder unterscheiden den Unterschied zwischen Illusion und Realität. Und so hat sich das Blatt gewendet, wo man nun verstehen muss, was wahre Realität ist. Dies ist der Ort, an dem wir uns selbst hinterfragen müssen. Verstehen wir, was wahre Realität ist? Wenn irgendetwas in den Gedanken ist, außer Weisheit und Liebe und Kraft, dann ist es eine Illusion. Und so ist dies der Punkt, an dem die Gier verschwindet. Wenn du begreifst, dass du stets in Fülle lebst, gibt es keinen Grund zur Gier. Überfließt der Becher, braucht man ihn nicht mehr zu füllen. So muss es sein. Um an die letzte Frage über Gier anzuknüpfen. Ich bekomme diese Frage oft gestellt und höre gerne Ihre Gedanken über Seelen, die in wohlhabende Umgebungen hineingeboren werden. Was ist ihr Zweck? Weil Reichtum im Westen so verteufelt wurde, speziell als „Oh, wenn du reich bist, bist du gierig. Wenn du reich bist, bist du offensichtlich böse. Du hast jemanden betrogen." All diese Mythen, die um Reichtum entstanden sind. Sicherlich ist das in einigen Aspekten wahr, aber nicht in allen. Ich würde gerne Ihre Gedanken dazu hören, warum Seelen in wohlhabende Umgebungen hineingeboren werden und die Idee, dass Reichtum negativ oder böse oder gierig ist. Wenn man das Wort Reichtum abwertet und es als etwas Schlechtes empfindet, dann ist diese Person, die das fühlt, diejenige, die Angst hat. Sie sind diejenigen, die sich fragen müssen, wovor man Angst hat. Denn wenn man in Fülle lebt, erlebt man Fülle in allem. Man erlebt Fülle an Freude, Fülle an Reichtum und so weiter. Und wenn Wesen in Reichtum geboren werden, was ist ihr Zweck? Das ist die Hauptfrage, die du gestellt hast. Nun, irgendein Ziel. Nun, Zwecke sind sehr individuell. Es ist nicht einfach zu sagen, was ihr Zweck ist, da jeder Mensch eine einzigartige Identität hat. Jeder hat einen eigenen Geist und eigene Wünsche. Auch wenn sie in Reichtum geboren wurden, könnten sie verschiedene Dinge tun. Vielleicht ist ihr Zweck, eine Buddha-ähnliche Natur zu haben, wie Maria Magdalena es beschrieben hat. Vielleicht ist ihr Zweck, der Menschheit zu helfen, nicht zu verhungern. Vielleicht ist ihr Zweck, Freude zu verbreiten. Vielleicht ist ihr Zweck, Kindern zu helfen, ein besseres Leben zu führen. Vielleicht ist ihr Zweck, den Ozeanen zu helfen. Vielleicht ist ihr Zweck, die Menschheit zum inneren Geist zu erwecken. Vielleicht ist ihr Zweck, im Sand zu spielen. Was ich sagen will, ist, dass ihr Zweck sich nicht von dem Zweck anderer unterscheidet. Ja, es ist ein Vorteil, Wohlstand zu haben. Viele ohne Wohlstand können ihn dennoch erreichen. Es stimmt, dass manche auf der Erde keinen Wohlstand erreichen können. Das ist definitiv wahr. Manche können Wohlstand erreichen und tatsächlich viele können es. Und es gibt eine einzigartige Identität in jedem von uns. Daher hängt der Zweck davon ab, was das leidenschaftliche Herz sagt, was die Berufung ist, was der Geist auf dieser Erde erschaffen will. Denn wir sind alle göttliche Schöpfer, also haben wir die Fähigkeit, zu erschaffen. Das ist der entscheidende Punkt, dass man in der Lage ist, auf diese Weisheit zuzugreifen, die der Geist für einen bereithält. Was ist so einzigartig an dir? Selbst du weißt, dass du innere Antriebe hast, mein Freund. Und so rühren diese Triebe in dir weiter, sagen, ich will das tun. Ich weiß, eines Tages. Und so ruft dein Geist dich, fragt dich, hey, warum versuchst du das nicht? Warum bringst du diese Schöpfungen nicht hier auf die Erde? Und so spricht dein Geist. Zu dir mit der Welt, wie sie jetzt ist,
sehen viele Menschen viel Negatives in der Welt, viel schlechte Dinge passieren in der Welt. Wie können wir das Böse besiegen, ohne uns zu schaden? Du musst intuitiv mit mir verbunden sein, weil ich diejenige bin, die solche Fragen beantwortet. Ich bin die Göttin der Barmherzigkeit und des Mitgefühls. Deshalb bin ich hier, um den Menschen beizubringen, Mitgefühl für andere zu haben und Mitgefühl in den Herzen aller Menschen zu erleben, in jedem Menschen, die Liebe zu erfahren, die in jedem existiert. Und obwohl manche Menschen auf der Welt Streit erleben, wenn du Streit in deinem Körper spürst, kannst du dir sogar jetzt einen Krieg in deinem Körper vorstellen. Was passiert, wenn du einen Krieg in deinem Körper visualisierst? Er verkrampft sich. Er beginnt Hässlichkeit in sich zu spüren. Er fühlt sich weniger leicht. Alles wird ruhiger, alles bewegt sich hin zu einem felsenfesten Fundament, jedoch nicht zu einem Fundament, das dich erstarren lässt und jede Bewegung verhindert. Und so ist das Ziel, den Krieg in sich selbst nicht zu erleben und nicht gegen die Kriege zu protestieren, die stattfinden. Nicht, dass manche das nicht tun können, aber was ich sagen möchte ist, dass wenn man sich auf die Größe der Welt konzentriert und darauf, die Menschheit zu erwecken, zu dem, was wirklich existiert, denn das Leid in der Welt entsteht durch verlorene Seelen, die die göttliche Wahrheit nicht kennen. Und wenn man die Menschheit zur göttlichen Wahrheit erwecken kann, anstatt den Menschen zu sagen, was falsch ist. Denn wenn du das Meer als flach sehen würdest und ich dir sagte, nein, das ist es nicht. Es ist nicht flach. Die Erde ist rund, würdest du mir nicht glauben? Und genauso ist es, wenn jemand Streit erlebt und gegen etwas kämpft, kannst du ihm nicht das Gegenteil beweisen. Alles, was du tun kannst, ist, ihn zur Wahrheit zu erwecken, die in ihm existiert. Und die höchste Wahrheit ist die, die sie vom göttlichen Geist empfangen können. Das Göttliche ist immer mit dir verbunden und alles, was du tun musst, ist, deine Aufmerksamkeit darauf zu richten. Wenn du das tust, beginnst du göttliche Weisheit zu empfangen und göttliche Liebe zu erfahren. Es kann nicht verborgen bleiben. Indem du es in dir erstrahlen lässt und anderen diesen Weg zeigst, beginnen sie, es in sich selbst zu erfahren. Wenn sie es erleben, erwachen sie, entdecken Mitgefühl in sich und beginnen göttliche Wahrheit zu erkennen. Dies ist der Moment, in dem sie ihre Motive hinterfragen und beginnen sich zu verändern. Es ist ein Prozess der Transformation, der jeden dazu ermutigt, sein inneres Licht zu entfalten und anderen dabei zu helfen, dasselbe zu tun. Haben Sie abschließende Worte, eine letzte Botschaft für das Publikum? Wisse, dass du nicht vom Göttlichen getrennt bist. Wenn du die Eigenschaften der Liebe durch dich spüren und für andere empfinden kannst. Wenn du anderen vergeben kannst, weil du weißt, dass in ihnen wirklich das Göttliche ist und sie nur verlorene Seelen sind, dann wird die Menschheit beginnen, sich gegenseitig zu lieben und freundlich zueinander zu sein. Und das ist es, was jeder so sehr verdient. Jeder verdient. Vergebung und Liebe und Unterstützung. Und wisse, dass du es so sehr verdienst, ein freudiges Leben zu erfahren. Und du kannst heute damit beginnen. Und sei nicht hart zu dir selbst wegen deiner Vergangenheit. Versöhne dich mit deiner Vergangenheit. Beginne ein freudvolles Leben. Ich bin hier bei dir, wenn du mich brauchst. Du hast so recht. Sie hat eine andere Energie. Sie ist nie streng. Nie streng. Mary hat etwas mehr Würze. Um das zu sagen und damit dieses Thema der weiblichen aufgestiegenen Meister fortzusetzen. Kennst du noch andere aus verschiedenen Kulturen, die wir auch einbeziehen könnten? Nicht heute. Ich meine nur allgemein. Gibt es andere, die die Zuhörer vielleicht erkunden und studieren könnten? Werke anderer aufgestiegener Meister,
vielleicht weniger bekannte, weibliche, spezifische, aufgestiegene Meister. Hast du Empfehlungen? Ich kann dir im Moment empfehlen, Göttinnen anzurufen. Göttin Daphne steht für die Natur und hilft dir, deine natürliche Verbindung zu erkennen. Göttin Sophia inspiriert deine Kreativität. Göttin Emanuela vereint dich mit dem Göttlichen, um dessen Qualitäten in dir zu entdecken. Kuan Yin ermutigt dich, mehr zu erleben und zu erfahren. Wenn du dich mit ihnen verbindest, kannst du ihre Unterstützung und Führung in deinem Leben spüren. Göttinnen sind eine wunderbare Quelle der Inspiration und Kraft, die dir auf deinem spirituellen Weg helfen können. Göttin Emanuela ist wirklich nützlich für. Und nun Göttin Athena, sie ist ganz darauf ausgerichtet, den Krieger in dir zu erleben. Göttin Isis, sie hilft dir dabei, das volle Gleichgewicht der aktiven Qualitäten, die großen männlichen Qualitäten und dann die empfänglichen, kreativen Qualitäten zu erleben. Das sind einige Beispiele. Gaia wird als Mutterfigur dargestellt. Und ja, ich denke, das reicht wohl. Das ist ein guter Startpunkt. Für Unwissende kannst du Gaia kurz erklären. Gaia ist der große Geist von Mutter Erde. Richtig? Ja. Mutter Mond auch. Entschuldigung. Mutter Mond erscheint auch als ein großer Geist. Sie hilft dir, dein Spiegelbild positiv zu sehen, anstatt Selbstsabotage, um deine innere Schönheit zu erkennen. Und jemand in deinem Repertoire von Wesen, die du channelst, möchte noch jemand hereinkommen, um Worte oder Botschaften zu übermitteln, die sie durchbringen wollen, da das Fenster hier offen ist, um mit einem Publikum zu sprechen. Meiner Erfahrung nach bildet sich die Schlange wahrscheinlich gerade, aber ich habe Erfahrung damit. Gibt es schnelle Botschaften von jemandem, der hereinkommen will? Sicher. Mal sehen, wer das Rennen macht. Ich fühle es stark. Erzengel Raphael. Hattest du ihn schon? Ich weiß nicht, ob ich ein paar hatte. Ich hatte Michael. Michael taucht ein paar Mal auf. Ich hatte nicht viele Erzengel. Ich hatte Erzengelgruppen, aber nie so oft einzelne. Okay, also er prahlt. Hey, lass es uns tun. Okay. Willkommen, alle zusammen. Ich bin hier, um dieses Thema voranzubringen, das wir alle diskutieren. Es geht um Erwachen und Heilung. Deshalb bringe ich meine heilende Energie ein. Doch meine heilende Energie betrifft nicht nur den physischen Bereich, da sich viele über die Jahre darauf fokussiert haben. Aber worüber ich spreche, ist der Teil von dir, wo du dich wieder mit deinem Geist verbinden möchtest, wo du dich wieder mit dem verbinden möchtest, was du wirklich bist. Und wenn du diesen Teil von dir einladen kannst, dann kannst du natürlich heilen, körperlich. Du kannst die Wunden in dir selbst heilen. Und durch das Heilen dieser Wunden in dir selbst kannst du eine große Öffnung erleben. Eine große Öffnung. Einige Schmerzen und Beschwerden in deinem Körper können plötzlich transformiert werden. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, diese heilende Energie zu aktivieren. Denn das Göttliche ist reich an solcher Heilkraft. Sie durchströmt dich zu jeder Zeit. Wenn du erkennst, dass diese Energie rein und vollständig ist, kann sie dich zur Ganzheit führen. Indem du zur Ganzheit zurückkehrst, kannst du deine göttliche Vollkommenheit erfahren. Erlaube dir also, diese Energie in dir zu spüren. Erlaube dir, die Weisheit von mir zu rufen. Ich kann dir Dinge beibringen, die du vielleicht nicht weißt. Ich kann dir helfen, über Illusionen hinauszusehen. Lade mich ein, dir zu helfen, über Illusionen hinauszusehen. Denn dieser süße, begrenzte Verstand von dir erlebt viele Illusionen und glaubt viele Gedanken. Wenn du aufhören kannst, diese Gedanken zu glauben,
kannst du zur Ganzheit zurückkehren und sie erfahren. Und so, das ist es, wozu ich euch alle einlade. Und damit könnt ihr auch den Elefantengeist einladen, zu kommen. Denn der Elefantengeist ist derjenige, der euch ebenfalls hilft, zur Ganzheit zurückzukehren und alle Teile wieder zusammenzufügen, damit ihr die Ganzheit erleben könnt, während ihr hier auf der Erde verkörpert seid. Ladet euren Geist hier auf der Erde ein. Ladet dies ein, in eure gesamte Aura zu kommen, um die Größe zu erleben, die ihr seid. Und um euren Geist heilen zu lassen. Lass deinen Geist gereinigt werden. Stell dir vor, dass ich Reinigungswasser durch deinen Geist fließen lasse und deinen Geist auf große Fülle ausrichte. Fülle in Richtung der göttlichen Wahrheit von allem, was ist. Das ist es, was du so sehr verdienst. Und das ist nicht nur das, was du verdienst, sondern wofür du so bereit bist. So bin ich hier, um dies in deine Energie einzuladen, während wir sprechen. Und damit gebe ich dir meine größte Ehre und danke dir. Jetzt werde ich dich nicht mehr quälen, weil ich den ganzen Tag hier sein könnte und sicher eine Schlange entsteht. Ich weiß, weil er uns den Elefantengeist vorstellte, als wir kamen. Aber ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Wie definieren Sie Leben? Erfülltes Leben, das deinen Geist verkörpert? Wenn du deinen Geist verkörpern kannst. Du kannst ihm zuhören, seine Kraft hervorbringen und wirklich seinen Leidenschaften folgen und diese leidenschaftlichen Schritte leben. Wenn du in einer Zeitmaschine zurückreisen könntest, um mit der kleinen Genevieve zu sprechen, was würdest du ihr sagen? Welchen Rat hättest du für sie? Hab keine Angst, stehe in deiner Kraft, tue, wozu du berufen fühlst. Wenn du dich mit dem Göttlichen ausrichten kannst, den göttlichen Willen fließen lässt, kannst du alles tun. Wie definierst du Gott? Alles, was ist. Was ist der ultimative Sinn des Lebens? Zu deinem Geist zu erwachen, um heimzukehren und deine größten Freuden zu erleben. Wo können Interessierte mehr über dich und deine großartige Arbeit erfahren? Erfahren Sie mehr über mich auf meiner Website liveatransformativelife.com oder genevivetager.com. Ich bin auch auf Instagram als Genevieve Tager zu finden. Mein Buch ist über meine Website oder Amazon erhältlich. Haben Sie eine abschließende Botschaft für das Publikum? Ja. Ich glaube, dass du eine erstaunliche Fähigkeit hast, alles zu sein, was du in dieser Welt sein möchtest. Wirklich. Und das Einzige, was uns zurückhält, sind unsere Überzeugungen, wenn du erwachen kannst. Zu der existierenden Kraft und sie annimmst, wirst du die Kraft des Geistes erleben, Angst davor haben und dennoch in der Lage sein, sie zu umarmen und zu nutzen. Das ist der Schlüssel. Ich weiß, dass du es kannst und dazu bestimmt bist. Geh und tu es. Meine Liebe, vielen Dank. Das war ein so wunderbares und transformierendes Gespräch und ich hoffe wirklich, dass es dem Publikum und den Zuhörern hilft. Ich schätze dich und die großartige Arbeit, die du machst, sehr. Also vielen Dank. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.